Hallo Wölfe, hallo YouTube. Wir machen ein neues Video, in dem wir uns mal mit den Teambuilding-Maßnahmen bei der Hydra beschäftigen. Das heißt, ihr braucht ja für die Hydra insgesamt 18 Champs. Ihr habt 3 Keys pro Woche, A6 Champs, die ihr nehmen könnt. Und ich habe deswegen das Ganze mal in 6 Rollen eingegliedert. Das heißt, ihr wollt bei der Hydra möglichst soll ein Champ mindestens dabei sein, der jede dieser Rollen ausfüllen kann. Dazu habe ich das unterteilt. Einmal fangen wir vorne an mit einem Held, der Blocke Buffs, Debuff verteilen kann. Am besten auf alle. AOE. Ist das A und O eigentlich bei der Hydra. Wenn ihr den habt, ist schon die halbe Miete. Dann wollen wir dabei haben einen Champ, der uns nach Möglichkeit perfekte Verschleierung gibt. Einfach um den wahre Angst-Debuff nicht zu bekommen vom zweiten Kopf, der den ja andauernd sonst reflektieren würde. Dann haben wir dabei einen Debuffer. Was ist ein Debuffer? Ein Debuffer ist einfach jemand, der möglichst viele Debuffs auf die Hydra gibt. Sei es der große Geschwindigkeitsverringerer, sei es den Angriffsverringerer, sei es den Def-Verringerer mit Schwächung. All sowas ist auf jeden Fall nützlich und hilfreich, um Schaden bei der Hydra zu machen. Dann würde ich auf jeden Fall immer dabei haben einen Wiederbeleber, weil es wird in einem Kampf, der, sagen wir mal, 15 Minuten dauert, wird es 2-3 Mal vorkommen, dass euer Damage-Dealer stirbt. Und ohne unseren Damage-Dealer machen wir dementsprechend auch kein Damage. Insofern braucht ihr jemanden, der Leute wiederholen kann. Dann haben wir eine Spalte mit Support. Was heißt Support? Support ist, wir wollen möglichst viele Buffs auf unsere eigenen Champs haben. Sei es wieder gleiches Pendant wie beim Debuffer, sei es den großen Geschwindigkeitssteigerer, sei es den großen Def-Steigerer, Blocke-Buffs. Wiederbeleben bei Tod ist extrem hilfreich punktuell an manchen Stellen im Kampf. Oder sei es zum Beispiel von Broccoli ein großes Schild. All sowas, ein Supporter immer dabei haben, der einfach euer Team schützt. Letzte Rolle ist klar, ohne die kommen wir nicht auf Schaden, ist ein Damage-Dealer. Damage-Dealer habe ich dabei, die meisten davon machen LP-Burn. Ihr könnt die Hydra nur anhand von LP-Burn, ihr könntet theoretisch gar keinen Damage-Dealer mitnehmen, sondern nur LP-Burn mitnehmen. Ihr würdet trotzdem auf einen gewissen Schaden kommen. LP-Burn tickt extrem hart bei der Hydra, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, bei jedem Kampf eigentlich immer einen dabei zu haben, der LP-Burn verteilt. Jetzt gucken wir uns jede Rolle nochmal speziell im einzelnen Detail an, gehen da nochmal kurz, nicht jeden Champ drüber, sondern nur so, was ich für wichtig erachte. Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, das ist hier meine Meinung. Die kann natürlich von eurer ein bisschen abweichen. Klar, es soll nur als Hilfestellung dienen, welche Champs in welche Rolle am besten passen. Es sind natürlich hier bei weitem nicht alle Champs aufgezählt, weil das würde den Rahmen natürlich sprengen. Ich habe jetzt nur die Creme de la Creme genommen. Ja, also ihr seht, das sind meistens sind legendäre Helden. Epics ging genauso. Wenn die gleichen Debuffs setzen, die gleichen Buffs setzen, sind natürlich dann nicht adäquat mit einem Leggy. Meistens nicht. Aber es geht genauso. Gucken wir uns mal an. Blocke Buffs. Wer setzt Blocke Buffs? Wer kommt überhaupt in Frage? Ich habe vorne angefangen. Ich habe es meistens sortiert von links nach rechts. Das ist, ja, mit den besten Helden stehen vorne, dann ein bisschen abwertend nach hinten gehend. Umbrische ist in meinen Augen aktuell der beste Held, um Blocke-Buffs zu setzen, weil sie es auf 3 Runden setzt. Ja? Also sie macht alle 3 Runden, wenn sie drankommt, kann sie AOE, das heißt auf alle den großen Blocke-Buffs Debuffs setzen. Das kann aktuell kein anderer Held im Spiel. Deswegen ist sie im Moment die Nummer 1, ganz klar. Ich gefolgt allerdings von Ugo. Ugo hat den kleinen Nachteil, sie macht es nur auf 2 Runden. Das heißt, sie müsste schnell sein, sehr schnell. Allerdings bringt Ugo noch einen großen Def-Verringerer mit. Bringt eine gewisse Heilung auf der A3 in Verbindung mit einem kleinen Cleanse mit. Und auf der A1 noch einen Entziehen-Debuff, der ja schon, wenn man den clever setzt, auch dafür sorgen kann, dass ihr Damage-Dealer dementsprechend auch viel heilt. Dritter Platz habe ich aktuell Norok verwendet, weil Norok macht es auch auf 3 Runden. Das ist genau wie Ugo. Der Vorteil ist aber, man kann Norok sehr auf Schaden bauen. Ja? Also mit viel Def und dann auf Schaden bauen mit viel Crit Damage.
möglichst schnell natürlich, alle Champs sollten möglichst schnell sein bei der Hydra, dass man mit einem noch zusätzlich Schaden macht, mit einem Held, der eigentlich nur für Blocke Buffs Debuff da ist. Außerdem die Passive von Norok ist eine Schadensnegierung für alle. Ist ziemlich gut. Also Norok, absolut Top-Empfehlung. Dann haben wir Mortimer Cup. Ja, kann man auch mitnehmen. Macht es auch auf 3 Runden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Müsste ich nochmal nachgucken. Kann man mitnehmen. Macht es auch AOE. Genau das gleiche. Macht auch ordentlich Schaden. Kann man auch auf Schaden bauen. Ist ein LP-Held. Ist also relativ leicht auch am Leben zu halten bei der Hydra. Und hinten die beiden Helden, die fallen dann ein bisschen ab. Das ist einmal Gurtuk. Der macht es auch AOE. Problem ist, ja, er wirft halt auch Gifte aufs eigene Team. Dafür macht unser Team mehr Schaden. Müsste man mal testen, ob Gurtuk sich da wirklich anbietet. Auf jeden Fall macht das. Dann letzte Position haben wir Kandra dabei. Kandra hat das Problem, sie macht auf 3 Runden ihre A2. Sie verteilt da 5 oder 6 Debuffs auf den Gegner. Der Blocke Buffs Debuff ist dabei. Allerdings hat er nur 50% Chance zu treffen. Ja, also ob der überhaupt kommt von diesen. Es werden nur 3 applied von 5 oder 6. Aber wer keine andere Wahl hat, kann sie definitiv auch mitnehmen. Sie ist definitiv eine Alternative. Wenn man jetzt keine von den anderen Helden hat, würde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Dann kommen wir zu den Champs, die perfekte Verschleierung geben. Klar, da ist das Nonplusultra Duchess Lilitu. Auch wenn sie es nur auf 4 Runden macht, sie hat noch die Passive, verringert den Schaden, den alle bekommen. Sie macht den großen Angriffssteigerer mit rein. Ja, sie wiederbelebt mit Verschleierung, mit Heal. Ja, Platz 1. Aber dicht gefolgt von einem Epic. Rektorin ist bei der Hydra extrem gut, weil ihr Kit ist sehr, sehr ähnlich wie das von Lilitu. Das Problem bei ihr ist, ihr müsst sie bauen mit viel LP. Sie verschleiert nämlich nur dann eure Helden, wenn sie durch die Heilung, die sie gleichzeitig vorher bekommen, vollständig geheilt werden. Heißt, Rektorin verleiht nur perfekte Verschleierung, wenn euer Team komplett 100% LP hat, der jeweilige Held. Deswegen, die Heilung ist abhängig von ihrem LP-Wert. Das heißt, Rektorin auf LP bauen. LP und Speed, mehr nicht. Und vielleicht ein bisschen Genauigkeit, dass man den Angriffsverringerer auf der A1 punktuell nutzen kann. Dann haben wir einen neuen Held, Fusionsheld, den glaube ich viele gemacht haben. Ziemlich sicher. Tatura ist extrem guter Held eigentlich für die Hydra. Kann man auf jeden Fall auch bauen, wenn man keinen anderen hat. Oder selbst wenn man die anderen hat, kann man die trotzdem bauen. Kann man ihn bauen, ganz klar. Er verleiht das auch auf 4 Runden für 2 Runden perfekte Verschleierung. Bringt aber glaube ich noch einen Death-Steigerer mit. Macht ein bisschen Schaden, kann ordentlich Schaden und schildet das Team. Ist gleichzeitig also auch noch ein Supporter. Tatura, Daumen nach oben, kann man auf jeden Fall nehmen. Dann haben wir Inquisitor Shamael dabei. Jetzt wundern sich einige, der macht doch gar keine Verschleierung. Ist richtig. Der sorgt aber dafür, dass wir überhaupt gar keine Verschleierung brauchen. Deswegen habe ich ihn in dem Team jetzt mit in der Übersicht mit bei der Verschleierung drin. Weil er sorgt dafür, dass uns dieser wahre Angst-Debuff sofort wieder weggenommen wird. Ja, das ist eine Passive. Das heißt, er kann auch eine Rektorin ersetzen. Und kann gleichzeitig noch als Damage-Dealer fungieren, weil seine A2, wenn die parat ist und er mindestens 3 Buffs hat in dem Moment, macht die 400.000 Schaden ohne Probleme. Das sind die perfekten Verschleierungshelden. Also ich würde empfehlen, immer einen dieser Helden dabei zu haben. Wenn ihr, als Beispiel, ihr habt weder Duchess noch Rektorin aktuell noch Tatura und habt aber 2-mal Shamael, würde ich euch empfehlen, 2-mal Shamael zu bauen. Und zwar richtig zu bauen. Auf 60 mit Masteries. Das muss nicht heute sein, das muss nicht morgen sein, das muss nicht nächste Woche sein, aber im Hinblick auf einen längeren Zeitraum für die Hydra würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir zu den Debuffern. Wie anfangs schon erwähnt, Debuffer sollen möglichst viele Debuffs auf die Hydra-Köpfe werfen. Ideal, die wichtigsten Debuffs meiner Meinung nach, neben jetzt Blocke-Debuffs lassen wir mal aus. Der Blocke-Debuffs-Buff sowieso ist der Death-Verringerer, der Angriffsverringerer und der Geschwindigkeitsverringerer. Diese 3 zusätzlichen Debuffs sollte man immer möglichst drauf haben. Einfach um möglichst viel Schaden auf die Hydra zu machen durch Angriffe.
und den Angriffsbringer speziell auf dem ganz rechten Kopf, einfach um euer Team besser zu schützen. Geschwindigkeitsverringerer empfiehlt sich auch definitiv, einfach um euer Team öfter drankommen zu lassen als die Hydra, um Schaden rauszuholen. Dazu haben wir hier dabei, ja, man könnte sich streiten, Tuhanarak und Krisk, die würde ich beide auf eine Stufe setzen, tatsächlich. Bei der Hydra sind beides, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Lydia macht klar Deathdown und Schwächung, zusätzlich auf der A3 punktuell einen Blocke Debuffs, der clever gesetzt werden kann. Lady Kimmy hat so viel dabei, macht Geschwindigkeitsverringerer, macht einen Genauigkeitsverringerer, boostet gleichzeitig unser Team, deswegen ist sie auf jeden Fall hier dabei. Grablord, großer Angriffsringer, großer Death-Verringerer mit extrem viel Giften, auch wenn Gifte nicht wirklich Schaden machen. Die ticken immer mal mit, alles mitnehmen, was geht. Dann haben wir Venus dabei, Death-Verringerer, Schwächung, LP-Burn, Gift, also top. Und dann, ja, hinten raus noch andere Helden, die die gleiche Rolle einnehmen. Also da haben wir noch Sizia zum Beispiel, die LP-Burn macht. Wir haben Geweihten Ritter mit Angriffsverringerer und Deathdown und Geschwindigkeitsverringerer. Und ganz hinten habe ich noch Paidma aufgeschrieben. Paidma hat auf ihrer A1 einen Angriffsverringerer, der immer sitzt. Auf der A1 für alle. Deswegen, wer einen zuverlässigen Angriffsverringerer braucht, Paidma mitnehmen. Paidma macht auch ordentlich Schaden, wenn man sie auf Schaden baut. Das wären die groben Debuffer. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber um euch einen kleinen Überblick zu haben, wer die Top-Wahl bei der Hydra ist, sind sie. Dann kommen wir zu Wiederbelebern. Wiederbeleber braucht man. Es wird immer passieren im Hydra-Kampf, dass irgendjemand umfällt. Also zu 99% fällt jemand irgendwann um. Und ohne einen Wiederbeleber könnten wir denjenigen einfach nicht wiederbeleben. Punkt. Da ist wieder dabei, klar, Lilitu ist wieder bei mir vorne dabei, weil sie halt so viele Rollen einnimmt bei der Hydra. Dicht gefolgt von Siphi, Rektorin, auch eine Arbiter kann man perfekt verwenden. Selbst eine Melga. Melga ist, finde ich, vielleicht aktuell noch ein bisschen unterschätzt. Werden wir, denke ich, in den nächsten Wochen noch öfter sehen. Aufgrund ihres Skills, sie wiederbelebt. Sie schildet uns extrem. Sie gibt allen Dauerheilung für 2 Runden. Also Melga kommt garantiert noch öfter. Dann habe ich noch dabei Ursala. Sie hat einen extrem guten Revive auf 5 Runden. Leider nur auf 5 Runden, aber sie gibt uns den großen Death-Steigerer mit, den Stärkungs-Debuff. Und ich glaube, sie füllt sogar das Rundenmeter bei der Wiederbelebung. Also wer auch keine andere Alternative hat, Ursala ist die Alternative, definitiv. Draconia geht immer. Draconia, ja, passiver Heal. Sie macht sogar ordentlich Schaden, wenn man sie auf Schaden baut. Kann man mitmachen. Ist immer die Mal. Dann haben viele noch Blind Seer, die kann man mitnehmen. Sie wäre aber wirklich nur für diesen Revive da. Blind Seer ist so, fällt ein bisschen ab im Vergleich zu allen anderen, muss man ganz klar sagen. Dann haben wir Supporter dabei. Ja, Supporter, was soll ich sagen? Wir wollen den großen Death-Steigerer, wir wollen Geschwindigkeitssteigerer-Buff so oft und so schnell wie möglich auf unseren Helden. Über die ersten 3 sind 3 Void-Legis, sind mit die 3 Void-besten Legis im Spiel. Ja. Und jetzt werden sich einige wundern, dass an 4. Stelle bei mir Shamrock kommt. Und jeder denkt sich jetzt so, was? Shamrock? Hat der überhaupt Ahnung von Raid? Wir gehen mal zusammen kurz über das Kit von Shamrock drüber. Und zwar Shamrock, nein, wir machen mal meinen Shamrock, weil dann sehen wir gleich die gebuckten Werte. Shamrock. Bei Shamrock spielt die A2 und die A3 bei der Hydra eine absolute Mega-Rolle. A2 von Shamrock verleiht allen Verbündeten für 2 Runden einen 60% Death-Steigerer-Buff. Verleiht allen Verbündeten mit mehr als 50% LP für 2 Runden einen 30% Geschwindigkeitssteigerer-Buff. Und zudem eine Chance von gebuckt 70% einen Crit-Quotensteigerer-Buff allen zu geben. Ist bei der Hydra sogar extrem hilfreich, wenn alle ein bisschen Schaden machen, weil es wird passieren, es passiert eigentlich in 99% der Fälle, dass als allererstes euer Damage-Dealer gefressen wird. Die Hydra frisst als erstes immer denjenigen mit dem höchsten Angriffswert. Und das ist eigentlich immer euer Damage-Dealer. Deswegen sollten alle möglichst Schaden machen. Also, ja. Dann Shamrocks weiter. Verleiht allen Verbündeten mit weniger als 50% LP für 2 Runden ein Wiederbeleben bei Todbuff.
Und zusätzlich eine Chance von 70% für 2 Runden einen 15% Dauerheilungskraft zu verteilen. Das ist AOE auf alle. Also, mir ist absolut schleierhaft, wieso manche Shamrock nicht bauen. Sie haben ihn, ich sehe es immer wieder bei Account Supports und er wird nicht gebaut. Shamrock ist bei mir bei fast allen Doom Tower Bossen immer dabei. Sei es beim Bommel, sei es beim ewigen Drachen, sei es bei der Frostspinne, er ist dabei. Sei es bei der Todesspinne, er ist dabei. Speziell bei der Hydra extrem hilfreich noch die A3. Er verleiht AOE, das heißt alle Köpfe, den großen Geschwindigkeits-Debuff. Und das Schöne ist, er macht das auf 4 Runden unabhängig der Farbe. Das heißt, zu 100%, der wird verliehen, weil er dabei nicht angreift. Er kann nicht schwach treffen mit dieser A3. Also Shamrock Monster bei der Hydra. Definitiv bauen, Leute, bauen. Dann kommen wir mal zu den Supportern zurück. Ja, haben wir wieder Lady Kimmy. Wir haben immer dieselben. Wir haben hier noch einen Brockney, der uns, ja, wie in meinem ersten Video schon erwähnt, Schild, Cleanse, Schaden, LP-Burn. So ein geiler Supporter, wo nicht drüber reden. Cardiel macht dasselbe, macht Blocke, macht Wiederbeleben bei Tod, Blocke-Buffs. Ja. Gruppenangriff. Und extremer Heal, deswegen Support. Cardiel, wer ihn hat, auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Lydia hat man schon erwähnt. Macht Geschwindigkeitssteigerer und die Stärkung auf uns. Dann haben wir hier wieder Tatura. Dann haben wir Mutter Kibil, die macht Wiederbeleben bei Tod und einen Death-Steigerer. Kann man punktuell richtig gut einsetzen. Macht auf der A1 noch den großen Geschwindigkeitsverringerer. Also auch eine extrem gute Wahl. Wer sie hat, sollte sie auch auf jeden Fall bauen. Und dann habe ich ganz hinten lustigerweise noch Aox mit reingenommen. Ist ein bisschen ein Nischen-Champ. Ist aber nicht nur für Fraktionskriege extrem gut, sondern auch bei der Hydra, weil seine A3 müsste das sein, verleiht den großen Angriffsverringerer zu 100%. Weil er auch nicht angreift. Das ist genau wie Shamrock mit seiner A3. Er verleiht ihn. Er greift dafür nicht an, Farbe ist völlig egal, er verleiht ihn. Deswegen Aox ist ein bisschen unterschätzt. Zusätzlich heilt er noch mit seiner A2. Deswegen Aox ist definitiv auch eine Überlegung wert für die Hydra. Kommen wir zu den Damage-Dealern. Ich habe jetzt so die besten, meiner Meinung nach die besten im Spiel aufgeschrieben. Klar, ein paar habe ich noch im Hinterkopf, aber ich habe jetzt die 6 erstmal rausgesucht. Achtens. Auf Platz 1, meiner Meinung nach ganz klar Ninja. Wer Ninja hat und noch nicht gebaut hat, jetzt ist Zeit. Ninja ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden, der LP-Burn, der ihn sofort, mit dem er sofort auslöst durch seine A2, macht unglaublichen Schaden. Auf jeden Fall auch bucken. Dann haben wir dabei Royal Guard und Husk, die sich ein bisschen Platz 2 teilen, sind Max LP-Helden, die Schaden anhand der LP der Hydra machen und die hat sehr viel LP, deswegen machen sie sehr viel Schaden. Die teilen sich ein bisschen Platz 2. Auf Platz 3 so gesehen dann habe ich Marschalt genommen. Marschalt, ja, ist ein extremer AOE Damage Dealer, macht extrem Schaden, bufft gleichzeitig noch unser Team mit einem großen Geschwindigkeitssteigerer Buff. Insofern Marschalt muss auf jeden Fall rein, wenn er ihn hat. Auf Platz 4, zusammen mit Platz 5 würde ich ansiedeln, habe ich jetzt noch dabei den Geomanten und Sizia. Geomant wegen LP-Burn und der Schadensreflexion, die er macht. Gleichzeitig Schadensnegierung für euer Team. Wer ihn hat, auf jeden Fall auch eine Alternative zu den oberen Vieren. Ja, also die beiden unteren auf jeden Fall mitnehmen. Venus hatten wir schon vorher rein. Ich habe sie jetzt hier mit reingenommen, weil sie durch den LP-Burn und sie kann auch ordentlich hitten, ordentlich Schaden machen kann. Und als letztes habe ich noch Mordecai dabei, den denke ich auch viele haben sollten. Einfach weil Mordecai auch unabhängig der Farbe LP-Burn verteilt. Und wie gesagt, LP-Burn ist der beste Debuff zum Schaden machen an der Hydra. Insofern, wer gar keine Alternative hat und nichts hat diesbezüglich, kann auch einen Horndeck nehmen. Oder einen Arkov. Ja, den aus dem Doom Tower ja auch eigentlich alle haben sollten. In dem Sinne hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen helfen und euch einen Überblick geben über die Hydra, welche Rolle welcher Champ einnehmen sollte. Ich werde das Bild auf jeden Fall noch im Discord posten. Und wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Kritik zum Video, gerne in die Kommentare oder in Discord.
Und das nächste Video wird kommen. Wie Chris schon erwähnte, ich habe Blut geleckt. Es macht auch Spaß. Es macht extrem Spaß, solche Videos zu drehen, muss ich sagen. Und wenn dabei ein gewisser Erfolg noch herausspringt bei euch persönlich, freut mich das natürlich umso mehr. Oder auch auf YouTube den Leuten. Insofern, schreibt gerne einen Kommentar rein, würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Au!